Viele Mandanten fragen uns hauptberuflich, gewerblich traden ohne Steuern. Geht das überhaupt noch? Und damit wollen wir uns in diesem Video heute befassen. Wir besprechen dabei jeweils die Situation für Deutsche, Österreicher und Schweizer. Für viele Trader ein Traum, im Ausland leben, keine Steuern zu bezahlen. Aber geht das wirklich? Ist das realistisch? Ist das legal? Gibt es Länder, wo das geht? Ich möchte hier am Anfang noch mal ganz klar sagen, wir möchten heute über gewerbliche, hauptberufliche Trader sprechen. Hier ist die Situation grundsätzlich anders als bei jenen, die nur letztlich private Vermögensverwaltung betreiben. Wenn du nur gelegentlich tradest, letztlich nur im Rahmen der eigenen privaten Vermögensverwaltung tradest, dann gibt es sehr viele Länder, wo solche Einkünfte steuerfrei sind. Davon reden wir aber heute nicht. Wir reden heute tatsächlich von denen, die hauptberuflich, die gewerblich traden und hier steuerfrei traden wollen. Zunächst mal, wenn wir uns mit der Frage des steuerfreien Tradings auseinandersetzen wollen, dann ist ganz klar, wir gehen davon aus, du musst ins Ausland umziehen. Wenn du in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnst, ist es nicht möglich, dort zu leben und steuerfrei zu traden. Punkt. In der Schweiz natürlich gibt es die Möglichkeit, hier bestimmte Veräußerungserlöse steuerfrei zu stellen, aber nur dann, wenn ich eben nicht hauptberuflich trade. Ansonsten ist dies in allen 3 Ländern nicht möglich. Daher heißt es also, ins Ausland umzuziehen, deine Heimat in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu verlassen und dann im Ausland zu traden. Allerdings darf man hier letztlich die Rechnung nicht ohne den Wirt machen, denn es gibt möglicherweise Situationen, wo auch noch dein Herkunftsland hier Steuern von dir haben möchte und dich nicht so ohne weiteres ziehen lässt. Deshalb sprechen wir zunächst mal darüber, was ich eigentlich machen muss, um mich wirklich abzumelden, um hier aus dem System rauszukommen. Fangen wir bei der Schweiz an. In der Schweiz ist es relativ einfach, wenn du die unbeschränkte Steuerpflicht in der Schweiz beenden willst. Dann musst du dich idealerweise einige Wochen vorher hier bei den Behörden melden. Die werden nämlich dann deine Steuerverpflichtungen für dieses Jahr noch zusammenrechnen müssen. Und dann musst du vor dem Wegzug letztlich hier noch die Steuern bezahlen, die du für das laufende Jahr schuldest, wenigstens eine möglichst genaue Schätzung. Wenn du dann aus der Schweiz draußen bist, hast du die Verpflichtung, dich übrigens im Ausland dann bei der Schweizer Botschaft zu melden und zu sagen, wo du jetzt wohnst. Das hat aber eigentlich keine steuerlichen Implikationen. Da geht es rein nur um administrative, melderechtliche Themen. Danach bist du komplett frei. In der Schweiz musst du keine Steuern mehr bezahlen, außer auf jene Einkünfte, für die du in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig bist. Also zum Beispiel, wenn du in der Schweiz jetzt noch eine Immobilie hast und diese vermietest, dann sind diese Mieteinnahmen natürlich in der Schweiz zu versteuern. Bist du an einer Schweizer Kapitalgesellschaft beteiligt, AG oder GmbH, dann werden bei Gewinnausschüttungen 35% Quellensteuer fällig. Ein heftiger Betrag. Diese kriegst du vielfach dann auch nicht mehr zurück, wenn du in einem steuergünstigen Land wohnst. Und man sollte sagen, dass wenn du noch bei einem Schweizer Unternehmen beschäftigt bist und du im Ausland wohnst, dann wird normalerweise in der Schweiz keine Einkommensteuer fällig, aber die AHV könnte tatsächlich auch dann noch fällig werden. Das musst du mit deinem Steuerberater anschauen. In der Schweiz, wie gesagt, gibt es keinerlei Wegzugsbesteuerung, keine erweitert beschränkte Steuerpflicht, keine Entstrickung zu beachten. Das sind alles Dinge, die man dort nicht kennt. Also hier lässt dich der Staat in Ruhe, wenn du die Schweiz verlassen hast. Kommen wir zu Österreich. Nun, in Österreich gibt es eine Wegzugsbesteuerung und diese ist sogar noch zum Teil wenigstens etwas trickreicher als die deutsche Wegzugsbesteuerung. Dort zahlst du nämlich auch Steuern auf unrealisierte Veräußerungserlöse von Kapitalvermögen im Streubesitz. Verlässt du also zum Beispiel Österreich und es ist nicht erforderlich, dass du hier ein paar Jahre in Österreich gelebt hast, übrigens nicht wie in Deutschland,
dass du mindestens 7 Jahre dort gelebt hast, um dann die Wegzugsteuer bezahlen zu müssen. Verlässt du also Österreich und du hast ein paar Aktien, dann musst du die Steuer in Österreich bezahlen, hier auf unrealisierte Veräußerungserlöse, die auch auf diese Aktien im Streubesitz anfallen. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Kryptos, die du seit Einführung der neuen Kryptosteuergesetzgebung vor ein paar Jahren in Österreich hier entsprechend erworben hast. Übrigens gibt es eine einfache Lösung, damit umzugehen. In Österreich gibt es ja keine Schenkungssteuer. Du kannst jetzt natürlich einfach dieses Kapitalvermögen hier an ein Familienmitglied temporär verschenken und wenn du irgendwann wieder zurückkommst, dann können sie es dir zurückschenken. Ins Ausland verschenken geht übrigens nicht in Österreich, zumindest nicht steuerfrei. Dann fällt zwar keine Schenkungssteuer an, eben aber auch wieder diese Wegzugsteuer. Das heißt, da muss man also aufpassen, wie das Ganze dann funktioniert. In Österreich würde ich vor allen Dingen auf das Thema temporäre Abwesenheit schauen und das hier besonders mit deinem Steuerberater besprechen. Es gibt in Österreich eine Reihe höchstrichterlicher Urteile, wo Österreicher weniger als 5 Jahre im Ausland waren. Sie kamen zurück und dann wurde festgestellt, dass sie eigentlich Österreich nie wirklich verlassen haben. Sie mussten also alles, was sie in der Zeit verdient haben, tatsächlich in Österreich nachversteuern. Das gibt es so eigentlich in Deutschland nicht, in der Schweiz sowieso nicht. Da musst du also besonders darauf achten, dass du hier letztlich die Formalitäten in Österreich prüfst, dass du ja auch tatsächlich weg bist. Das sind dann so Dinge wie Aufenthalt in Österreich, Wohnung in Österreich und so weiter und so fort. Aber dann, wie gesagt, wenn du aus Österreich weg bist, bist du natürlich auch dann noch in Österreich beschränkt steuerpflichtig für Dinge wie zum Beispiel österreichische Mieteinnahmen oder sowas, bist ansonsten aber frei. Eine erweiterte, beschränkte Steuerpflicht, wie zum Beispiel in Deutschland nach der deutschen Staatsbürgerschaft, das gibt es in Österreich nicht. Das heißt, du bist eigentlich danach dann komplett frei und kannst dann hier nach Herzenslust traden. Und in welchen Ländern das besonders geht, damit wollen wir uns dann später beschäftigen. Hier noch kurz ein Abriss zur deutschen Situation. Da haben wir auch schon einige Videos veröffentlicht. Das heißt, für eine detaillierte Behandlung dieser sehr spezifischen deutschen Situation kannst du dich hier einfach auf dem Kanal erkundigen. Such einfach nach erweitert beschränkter Steuerpflicht, nach dem Wegzug. Dann wirst du hier entsprechend diese Videos finden. Eine kurze Zusammenfassung der Situation. Wegzug aus Deutschland. In Deutschland ist ganz entscheidend der Wohnsitz. Du musst den Wohnsitz aufgeben und dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. In Deutschland gibt es danach aber noch die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Wenn du noch Vermögen hast, sagen wir mal eine Immobilie, du verlässt dann Deutschland in ein Niedrigsteuerland, dann fällst du unter die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, dass dann manche Einkünfte nach wie vor noch in Deutschland zu versteuern sind. Bist du danach allerdings tatsächlich mit einer richtigen Betriebsstätte im Ausland tätig, bist dort ganz normal als gewerblicher Trader und so weiter dann auch tätig in einem Land, bist da steuerlich veranlagt, dann entsteht dieses Problem nicht. Das heißt, diese Einkünfte sind dann in deinem Wohnsitzland zu versteuern. Bist du allerdings digitaler Nomade, würdest dann gewerblich traden, zum Beispiel über eine LLC oder auch in deinem eigenen Namen, dann sind diese gesamten Einkünfte noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern. Und in diesem speziellen Fall, im digitalen Nomadenfall, ist es nicht mal notwendig, dass du noch eine Immobilie in Deutschland brauchst. Das heißt, wenn du Deutscher bist, aus Deutschland wegziehst, dann musst du hier sehr viel vorsichtiger sein, was die Gestaltung anbelangt, wenn du danach hauptberuflich, gewerblich traden möchtest aus dem Ausland. Soweit die 3 Länder und die steuerliche Situation im Überblick, wie du dich dort abmeldest und dort aus dem Steuersystem hinauskommst. Befassen wir uns zunächst mal jetzt mit dem digitalen Nomadenstatus oder man sagt ja auch die sogenannten Nomad Traders. Wenn du Österreicher bist oder Schweizer bist, ist diese Konstellation absolut möglich. Das heißt, du kannst Österreich verlassen, du kannst die Schweiz verlassen, danach nomadisch unterwegs sein. Du kannst dann hier einfach als Nomade traden, auch gewerblich. Und diese Einkünfte sind dann weder in Österreich noch in der Schweiz zu versteuern. Da gibt es dann andere Komplikationen. Zum Beispiel
Hier wäre tatsächlich die Frage, wie du zum Beispiel ein Depot bekommst, denn du hast ja keine ausländische Steuernummer. Ja? Wenn du nirgendwo gemeldet bist, hast du keine Steuernummer. Deine österreichische Steuernummer, deine Schweizer Steuernummer möchtest du natürlich nicht unbedingt verwenden, denn damit würdest du ja letztlich der Bank, dem Depot für ein Institut sagen, ich bin nach wie vor dort gemeldet, was du ja genau nicht willst, diesen Eindruck erwecken. Ja. Daher macht es vielleicht Sinn für dich, irgendwo einen Wohnsitz zu etablieren, wo man steuergünstig leben kann und gibst dann diese Steuernummer letztlich den Behörden an. Das heißt noch nicht, dass du dann dort auch wirklich steuerpflichtig bist. Wenn du dich dort nie aufhältst, kannst du diese Steuerpflicht möglicherweise verhindern. Es darf natürlich nicht in einem Land sein, wo allein das Vorhandensein einer Wohnung, eines Wohnsitzes schon eine Steuer auslöst. Normalerweise ist dies nicht der Fall, sondern ist erst letztlich in Kombination mit einer Anwesenheit von einer längeren Periode, vielfach 183 Tagen, gegeben. Aber wenn wir jetzt davon mal absehen, von diesem logistischen Problem der Steuernummer, du kannst als Österreicher oder Schweizer nomadisch unterwegs sein, ein Nomad-Trader werden und wenn du es richtig machst, komplett steuerfrei hier dann im Ausland leben als Nomade. Als Deutscher ist dies leider nicht möglich, denn wie gesagt, wenn du Deutschland verlässt, als Nomade unterwegs bist und dann noch gewerbliche Einkünfte hast, und wir reden jetzt hier von gewerblichem Trading, dann sind diese noch für 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig, außer sie werden über eine echte Betriebsstätte hier abgewickelt mit Steuererklärung und so weiter, was ja bei dem Nomaden hier nicht der Fall ist. Also nochmal zusammengefasst, Deutsche können keine Nomad-Traders sein, jedenfalls nicht in den ersten 10 Jahren nach dem Wegzug aus Deutschland. Schweizer und Österreicher können dies ohne weiteres machen, müssen allerdings hier gewisse logistische Probleme lösen, die sich durch den Mangel einer Steuernummer und einer Wohnanschrift ergeben. Sehen wir jetzt aber mal vom Nomadenstatus ab. Gehen wir jetzt mal davon aus, du möchtest nicht nomadisch tätig sein, sondern du möchtest irgendwo leben, vielleicht hast du Familie und möchtest dort also sesshaft werden und jetzt nicht hier als Nomade durch die Welt ziehen. Gibt es hier überhaupt irgendwelche Länder, wo du leben kannst und komplett steuerfrei hier letztlich traden kannst? Wohlgemerkt, ich spreche hier immer vom gewerblichen Trading, vom hauptberuflichen Trading, nicht von der persönlichen Vermögensverwaltung. Die ist ja in vielen Ländern steuerfrei. Also ein Land, was hier auf jeden Fall einem in den Sinn kommt, ist Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort gibt es ja seit kurzem eine 9% Körperschaftssteuer, aber hier wird man dennoch vielfach diese ganz legal umschiffen können, denn es sind ja die ersten ungefähr 100.000 Euro sowieso steuerfrei, die dort an Gewinn erwirtschaftet werden. Und wenn du dir dann zusätzlich noch ein Gehalt aus der Firma ausbezahlst, dann ist auch dieses steuerfrei, denn eine Einkommensteuer gibt es ja nach wie vor in Dubai nicht. Das Gehalt kann übrigens nicht grenzenlos hoch sein, da gibt es bestimmte Bedingungen hier und Regeln der OECD, die auch die Vereinigten Arabischen Emirate adaptiert haben. Das heißt, dein Gehalt kann nicht unbegrenzt hoch sein, aber so einige 100.000 wirst du dann dort schon in Kombination mit Gehalt und Steuerfreibetrag auf den Gewinn verdienen können, bis du Steuern bezahlen musst. Also das wäre ein praktisches, konkretes Modell. Wie gesagt, du kannst hier dann leben. Das wäre auch mit dem deutschen steuerlichen Status kompatibel, denn du hast ja dort eine Betriebsstätte. Du musst dort Jahresabschlüsse, eine Steuererklärung einreichen. Aber eben, wenn du es geschickt gestaltest, dann werden dort wenig oder beziehungsweise gar keine Steuern fällig. Das ginge also. Ein weiteres Land, wo dies genauso ginge, wären übrigens die Cayman Islands. Hier kannst du relativ einfach in der Free Trade Zone eine Firma gründen, wo du dann eine 5-jährige Aufenthaltserlaubnis und Work Permit bekommst. Diese Firma zahlt überhaupt keine Steuern. Dann lebst du also offiziell in den Cayman Islands, hast dort eine Firma, du hast dort einen Job, du bist dort angestellt, da gibt es eine Betriebsstätte. Auch dieses Konstrukt hier komplett kompatibel mit dem deutschen Steuerrecht und für Österreicher und Schweizer haben wir schon gesehen, gibt es kein Problem. Das heißt, auch hier könntest du komplett steuerfrei agieren. Ein drittes Land, wo eine solche Konstruktion möglich ist, ist Andorra. Andorra kennen vielleicht viele von euch nicht, ist ein kleines Land zwischen Frankreich und Spanien in den Pyrenäen gelegen,
80.000 Einwohner. Dort sind Kapitalerträge tatsächlich komplett steuerfrei, auch wenn du hier gewerblich oder hauptberuflich tradest. Das heißt, hier könntest du dann hinziehen und auch hauptberuflich traden. Allerdings ist es vielfach einfacher, dorthin zu ziehen, wenn du eine Firma gründest. Das heißt, du würdest vielleicht eine Firma gründen für Beratung, die macht vielleicht noch ein bisschen Beratungsumsatz und dann kannst du dort offiziell leben, bist dort offiziell, hast dort eine Betriebsstätte, tradest dort. Auch das wäre hier kompatibel mit den rechtlichen Anforderungen in Deutschland. Ein weiteres Land, wo du ebenfalls hier steuerfrei leben und traden kannst, sind die Bahamas. Hier soll ja eine Körperschaftssteuer eingeführt werden, so im Rahmen der weltweiten Mindestbesteuerung von Gewinnen. Es ist nicht so klar, wann das kommt, ob das kommt, aber man hat angekündigt, dies zu tun. Allerdings gibt es auch dort in Freeport eine Free Trade Zone. Dort kannst du dann weiterhin komplett steuerfrei eine Firma gründen und auch leben. Hier haben wir ja auch schon zum Teil einige Podcast-Folgen und Videos zu diesem Thema aufgenommen. Vorteil bei den Bahamas ganz klar, ähnlich wie bei den Cayman Islands, sie sind sehr nahe an den USA dran. Das heißt, du bist dort in einer Stunde zum Beispiel oder so in Miami, vielleicht weniger als einer Stunde sogar und hast dort dann natürlich ein großes Freizeitangebot, kannst Business in den USA machen, ohne aber wirklich hier steuerpflichtig zu sein. Und als fünftes und letztes Land hier noch Guernsey und Sark in Kombination. Das kann tatsächlich sehr interessant sein. Beide sind ja Kanalinseln. Du hättest in dem Fall eine Firma auf Guernsey und den Wohnsitz auf Sark. Sark ist eine sehr kleine Insel, 500 Einwohner. Autos sind verboten, ja, aber eben Steuern zahlst du dort im Grunde genommen auf Basis eines Mietwertes. Eine seltsame Formel. Du wirst also Steuern vielleicht von 3.000 Euro im Jahr bezahlen. Auf Guernsey, das ist ein kurzen Trip in der Fähre weg, hättest du dann eine Firma. Dort gibt es 0% Körperschaftssteuer. Die Gewinne können da nicht ausgeschüttet werden. In Sark zahlst du ja überhaupt keine Steuern. Also hättest du auch hier eine komplett steuerfreie Struktur nah an Frankreich, nah an UK. Was ich hier als Risiko in gewisser Weise sehe und auch als Problem ist hier tatsächlich ein Visum zu bekommen. Hast du ein Visum bzw. einen Aufenthaltstitel für UK, kannst du dort leben. Hast du es nicht, wird es tatsächlich schwierig werden, aber du kannst uns gerne kontaktieren. Wir haben da einen Kontakt, der dir vielleicht dabei helfen kann. So, das waren nun 5 konkrete Länder, wo du im Grunde genommen leben kannst und dann auch tatsächlich offiziell steuerfrei hier gewerblich traden kannst. Wie gesagt, die Idee wäre, dass du bei allen diesen Ländern tatsächlich eine Betriebsstätte hast, also keine Briefkastenfirma. Du hast dort ein Büro oder tradest von zu Hause aus, machst es jeden Tag. Du hast Bücher, wo das Ganze hier durchfließt, aber eben es gibt keine Besteuerung. Das heißt hier, du hast diesen Steuervorteil und gleichzeitig aber bist du vor allen Dingen kompatibel mit der steuerlichen Situation in Deutschland. Österreicher und Schweizer haben, wie ich schon gesagt habe, zusätzlich den Vorteil, dass sie als Trading-Nomaden durch die Welt ziehen können. Sie brauchen also gar nicht irgendwo sich hier groß zu etablieren mit einer Betriebsstätte, wollen es aber vielleicht aus familiären Gründen oder so trotzdem tun. Die Länder, die ich dir heute präsentiert habe, die sind vom steuertechnischen und von visumstechnischen eigentlich recht straightforward. Natürlich gibt es hier dann auch noch andere Möglichkeiten, wie man kommerziell traden kann. Das sind dann aber kompliziertere Strukturen, aber sie involvieren dann auch mehr Länder. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, wenn auch du als kommerzieller, als gewerblicher, hauptberuflicher Trader ins Ausland gehen möchtest und keine Steuern bezahlen willst, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Beratungsgespräch buchst. Link packe ich hier in die Webseite hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, darunter natürlich auch sehr viele Trader. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.